Herzlich willkommen zu einer wunderschönen neuen Folge hier auf Diesel TV. Heute mal etwas anders, denn ein Bekannter von Markus, der hat dieses super schöne Kfz bei sich stehen und wir haben ewig gekämpft, Markus und ich, dass wir den mal laufen lassen können. Der lief das letzte Mal vor 8 Jahren und wir haben hier wirklich richtig schöne Technik am Start. Das ist ein LKW, ein Kälble ungefähr, Baujahr 1960, 300 PS. Vermuten wir, niemand weiß so wirklich, was Sache ist, was die Daten sind. Es ist ein rein 6-Zylinder-Motor und ihr seht, ja, die Witterung hat dem Fahrzeug schon ganz schön zugesetzt. Aber er ist noch ist er vorhanden, aber halt eben mit deutlichen Kampfspuren. Der jetzt war der Baujahr 1960, reden wir ja immerhin über ein 60 Jahre altes Fahrzeug. Wir vermuten, dass es mal ein Sattelschlepper war, der aber umgebaut wurde zu einem Kranwagen, wie ihr hier jetzt seht. Und ich hatte ja eben gesagt, der hat einen Dieselmotor, aber das stimmt, der hat sogar 2 Motoren. Denn der hat wirklich einen Motor fürs Fahrzeug und einen Motor nur für den Kran. Ansonsten ist es halt Fahrzeugbau wie vor 60 Jahren. Ihr seht, das ist halt ein Kotflügel, das macht man halt so massiven Stahl, so, ich weiß nicht, wie viel Millimeter wird es sein. Also auf jeden Fall unzerstörbar. Also das ist natürlich für heutige Verhältnisse, also es ist einfach eine ganz andere Welt, wie man da früher Fahrzeuge gebaut hat. Ich meine, schaut euch einfach mal die Kotflügel an. Ja, das ist halt einfach purer Stahl. Da gab es keine Einfluss hier, oh, wir müssen Gewicht sparen oder irgendwas. Ja. Stoßstange ist einfach hier so ein fetter Prügel. Fußgängerschutz gab es damals im Prinzip auch nicht. Ja, also wenn einem das Ding hier einen über den Haufen fährt, ist man einfach platt. Wir können auch spaßhalber mal einfach an meinem Scania gucken. Da sieht so ein Kotflügel nämlich so aus. Ist nur noch Plastik, alles abgerundet, aerodynamisch natürlich. Und das ist halt eben, ja, der ist Baujahr 2016, da sprechen wir ungefähr 1960. Das sind also hier 56 Jahre Fahrzeugentwicklung und wir landen hier. Unter der Haube steckt hier ein rein 6-Zylinder-Motor. Wir sind uns allerdings unschlüssig, wie viel Hubraum der hat. Hier ist eine Nummer, vielleicht kennt sich ja jemand aus mit Kälble. Also ihr seht, das ist ein Kälble-Motor und da ist an der Seite eben eine Nummer eingeschlagen. Wenn sich also zufällig jemand mit so einer Rarität auskennt, gerne in die Kommentare schreiben oder mir eine E-Mail schreiben. Das gute Stück ist übrigens auch zu verkaufen, wenn ihr da also zusätzlich zu dem Motor noch irgendwie Interesse habt, den hier zu retten, weil eigentlich hat er es wirklich verdient, gerettet zu werden, könnt ihr euch gerne an mich wenden und ich kann da dann den Kontakt herstellen. Ja, wir haben hier, wie auch schon bei der Karosserie, einfach Fahrzeugbau wie vor 50, 60 Jahren. Einfach mechanische Einspritzpumpe, hier gibt es keinen Cut, hier gibt es keinen Partikelfilter, pure Mechanik. Und ja, wir versuchen jetzt natürlich erstmal vor dem ersten Versuch, den zu starten, müssen wir hier mal bei der Einspritzpumpe gucken, dass die einzelnen Kolben hier funktionieren, dass das Gestänge funktioniert. Dann saugen wir unten mal aus der Ölwanne ein bisschen Öl raus, nicht, dass sich da irgendwie Wasser drin gesammelt hat oder irgendwas. Und dann hoffen wir, dass der anspringt gleich. Aber vielleicht noch einen Diesel sollte man reintun. Und genau, und natürlich noch ein bisschen Kraftstoff brauchen wir auch, weil das haben sie da vor 60 Jahren auch schon gebraucht. Bevor ich euch jetzt die Kabine zeige, also man sagt so, der Wagen braucht ungefähr 1 Liter auf 1 Kilometer. Also wir reden hier von absoluter Uneffizienz. Heute natürlich nicht mehr finanzierbar, so ein Fahrzeug. Früher sah das halt anders aus. Auch die Kabine, das war damals gängige Praxis, dass man eben, aber hatte doch, genau, hier sieht man es. Man hatte früher eben praktisch einen Holzrahmen und um diesen Holzrahmen wurde dann die Kabine sozusagen drauf gebaut. Also man hat da nicht so eine Vollstahl- oder Vollmetallkabine gehabt, sondern halt einfach nur dieses Holzgrundgerüst und die Metallplatten oben drauf, was natürlich dazu führt, dass mit der Zeit eben das Holz vermodert innen und ja, ich meine, hier ist jetzt sowieso, also da braucht man auf jeden Fall eine Vollrestauration, sieht man ja. Ihr seht, hier kommt der Name Kraftfahrer her. Ja, riesen Lenkrad, wobei wir hier sogar eine Druckluft, Kenny randaliert. Eine druckluftunterstützte Lenkung haben. Also ist es da eine Hydrauliklenkung oder wie funktioniert das Ganze dann? Müssten wir uns das mal genauer angucken. Ich weiß nur, dass sie pneumatisch unterstützt, genau, aber ob da jetzt noch ein Hydraulikkreislauf mit dran hängt. Dann ist einfach wahrscheinlich eine pneumatisch
hydraulische, keine Ahnung was Lenkung. Also vielleicht, ich hoffe ja, es gibt irgendeinen Experten, ich habe ja doch eine ganz große Reichweite, da gibt es bestimmt jemand, der sich mit dem Wagen auskennt, weil Markus und ich, keine Ahnung. Also wegen dem Experten noch, der wird sich vielleicht drüber freuen, über das hier. Vielleicht findet einer über die Nummern irgendwas zu der Historie zu dem Fahrzeug heraus. Ja. Ja, und auch so, jetzt sagen wir jetzt im Vergleich zu meinem Scania, ist ja natürlich absolut keine Elektronik vorhanden. Es gibt kein Radio, man hat hier so ein paar Anzeigen. Ein Tacho, ein paar Hebelschalter, wir wissen überhaupt nicht, was wofür ist. Ein paar Anzeigen und ja, das war es also, was hier an Luxusausstattung und Komfortausstattung im Fahrzeug verbaut ist. Nicht zu vergessen das Wurzelholzdekor. Ja, das natürlich. War eine Sonderausstattung dann. Hier könnt ihr jetzt mal so eine mechanische Einspritzpumpe sehen. Das Prinzip, ja, ich kann es jetzt auch nicht hundertprozentig erklären, aber da unten, also hier unten läuft praktisch eine Nockenwelle. Ähnlich wie oben am Zylinderkopf. Und wobei in dem Fall, der hat wahrscheinlich eine unten liegende Nockenwelle, oder? Oder ist da oben noch eine drauf? Der hat eine unten liegende. Ja, wie beim Scania ja auch. Und dann tun praktisch die einzelnen Nocken auf dieser Welle diese Kolben hier nach oben drücken. Und so wird dann einfach die Einspritzpumpe, wie heißt die Einspritzmenge reguliert durch diese Hebel. Wir gucken jetzt halt, dass die alle funktionieren und sich noch bewegen. Ja, weil ansonsten können wir es eh vergessen. Wir haben hier jetzt mal einen Schlüssel vom guten alten Porsche Traktor und siehe da, es leuchtet. Jetzt probieren wir mal, was er sagt. War schon mal nicht schlecht. Wir haben ja den Motor jetzt einmal durchdrehen lassen. Und jetzt seht ihr also praktisch 1, 2, 3, 4 funktionieren. Die zwei da hinten sind hängen geblieben, also das ist praktisch der Kolben fest. Wir versuchen jetzt die irgendwie wieder gangbar zu kriegen, dass ihr nachher auch noch ein bisschen Sound bekommt. Aber ja, das ist halt, wenn der so lang steht und nie benutzt wird, das tut halt so einem Fahrzeug nicht gut. Wir haben jetzt, ich versuche es mal zu erklären. Also da ist ja so ein Versteller oben, der praktisch die Einspritzmenge der verdreht die Förderkolben und dann gibt er eine andere Nut frei. Und wir haben jetzt hier, das ist auch so eine Spezialkonstruktion, da ist so eine Art Ölfilter drin, oder? Das sind ganz viele Metallplättchen aufeinander geschichtet und da geht das Öl durch und außenrum läuft dann ein Schieber, läuft ein Schieber drumherum und beim jedem Mal Gas geben verstellt er sich hier und dann dreht man den Schieber immer ein Stück weiter und dann fällt der Öldreck unten rein. Ah, okay. Und unten ist eine Ablassschraube und dann kann man den Öldreck rauslassen. Und wir haben Markus hat hier das Gestänge weggemacht und dann eben hier am Gaspedal. Das ist ausdrücklich keine Technik, wie man das normalerweise machen sollte. Aber wir haben immerhin den einen wieder gangbar bekommen, der oben fest hing. Jetzt fehlt nur noch der hier und dann könnte es durchaus sein, dass der Wagen hier gleich anspringt. So, jetzt haben wir alles wieder gängig gebracht mit den unkonventionellen Methoden, ein bisschen Noddeln, ein bisschen Sprühen und sonst was. Jetzt, wie man jetzt hier oben sieht, der Versteller läuft wieder schön, alles freigängig. Die Kolben gehen wieder schön. So können wir jetzt auch gleichzeitig entlüften oben, aber das ist absolut die unkonventionelle Methode. Da werden jetzt auch einige Schrauber mich verfluchen, dass ich mit dem Schraubenzieher an der Einspritzpumpe rumhebel. Aber den Trick habe ich von einem alten Uraltmechaniker kennengelernt. Den wird es wahrscheinlich schon gar nicht mehr geben. Und der hat die Dinger noch, so wie heute die Mechaniker reparieren, hat der die damals repariert. Ja, und ich meine, man muss natürlich dazu sagen, sowas ist natürlich bei einem modernen Fahrzeug überhaupt nicht mehr denkbar. Also, dass man da irgendwie was an der Einspritzpumpe rummacht, überhaupt, das geht einfach nicht mehr heutzutage. Und das ist halt natürlich der Vorteil jetzt von so grundsolider, ich sag mal, Brot- und Buttertechnik, dass man die halt einfach auch, wenn sie 8 Jahre steht oder meinetwegen 40 Jahre steht, die kriegt man halt irgendwie wieder gangbar. Das ist halt das Schöne dran. Markus hat gerade den Kraftstoffvorfilter oder vielleicht der Hauptfilter wird es wahrscheinlich nicht sein. Ihr seht, der ist ganz schön dreckig.
weil wir haben es ja entlüftet und dann kam richtig viel Luft raus und jetzt kam irgendwie kein Kraftstoff mehr an. Das wird hoffentlich hier die Ursache sein. Willkommen zurück. Ja, ihr seht, es ist wunderbares Wetter. Ist jetzt ungefähr 2 Wochen später. Wir haben Pause machen müssen, Zwangspause, denn die Pumpe war kaputt. Wir wollten die Leitung entlüften und gucken, ob er läuft. Aber die originale Vorförderpumpe, die war kaputt. Dann, witzigerweise, kriegt man noch Originalteile. Also mit der Teilenummer kann man einfach im Internet bestellen, haben wir eine neue Pumpe bestellt. Die hat dann aber nicht gepasst. Und jetzt hat der Markus einfach die alte Pumpe mit Teilen von der neuen Pumpe modifiziert. Und siehe da, wir können jetzt hier entlüften. Oder eine Leitung fehlt noch. Die haben wir. Okay, es sind alle Leitungen entlüftet. Nur wir haben ein Problem, wo wir nicht entlüften können. Das sind oben die Einspritzdüsen. Okay. Die Leitung hochwärts, da hoffen wir einfach mal, dass jetzt dass es trotzdem funktioniert. Denn, komm mit, ich zeig's. Wir haben hier nichts Passendes, was wir auf die Einspritzleitung draufkriegen würden, zum die öffnen und dann hier oben noch zu entlüften. Wir probieren es jetzt einfach mal so mit dem zweiten Versuch, was er sagt. Was wir bei unserem ersten Startversuch auch falsch gemacht haben, da hat keiner von uns dran gedacht, die reine Einspritzpumpe, die ist noch so alt, die hat nur einen Enddrehzahlregler. Was auch immer das heißt. Die regelt runter, wenn die Höchstdrehzahl erreicht ist. Sobald man vom Gas runter geht, geht die auf Nullförderung. Wie man sieht, hier oben, die sind jetzt alle auf Nullförderung. Und sobald wir Gas geben, verstellt sich das. Und solange ich beim Starten kein Gas gebe, wäre das letzte Mal auch gar nichts passiert, egal ob er Diesel gekriegt hätte oder nicht. Bei gar kein. Ja, da hätte er ja kein Diesel bekommen. Ja, selbst wenn da. Also aber wie ist es dann, wenn der läuft? Weil jetzt zum Gas gehen musst du musst aufs Gas drücken zum Starten. Ja. Aber wenn der läuft, geht hat er auch eigentlich einen Handgashebel innen drin. Ach, sonst geht er immer aus, wenn du nicht. Wenn du vom Gas weg ist, geht er aus. Das ist ja witzig, okay. Das ist wie bei unserem alten Porsche-Traktor. Da ist mir nicht eingefallen. Da muss man auch immer Handgas hinkriegen, sonst geht er aus. Okay, interessant. Und... Nein, schon wieder das Relais. Das ist ein Theater mit der Kiste. Das ist halt uralte Technik, wir haben uns drauf eingelassen. Ja, ich weiß ja, vor allem jetzt so rumheulen, das ist volles Theater. Der steht seit, keine Ahnung, wann der das letzte Mal richtig bewegt wurde. Was soll die Scheißkiste? Der steht jetzt 20 Jahre rum, läuft einfach nicht mehr an, so ein Drecksbock. Nie wieder Kälble, einmal Kälble gekauft, so ein Scheißhaufen, nie wieder. Schmeiß mal weg die alte Kiste, so ein Klump hier. Wir haben ja kleinere Startprobleme, wir haben jetzt mal das Anlasserrelais ausgebaut. Und dass ihr das mal seht, also es ist so ein richtiges oldschool mechanisches Relais. Und das Problem ist jetzt, also wenn ich jetzt hier starte, dann geht das nichts. Es geht aber besser. Und man muss dann hier, ne, wenn ich jetzt loslasse, ihr seht, dann bewegt sich das hier immer hoch und runter. Jetzt funktioniert es nicht, weil das hängt, wenn man jetzt oben einmal drauf drückt. Das ist ganz witzig zu sehen, also so ist natürlich heutzutage völlig, guckt doch mal an, was das für ein Klopper ist, also ein Relais, ne? Das ist so richtig alter Fahrzeugbau halt, also heute sowas völlig unvorstellbar, aber halt cool, ne, sowas mal zu sehen.
Alter, hört sich das Ding geil an. Ist abartig, oder? Leerlauf, wie langsam der läuft. Wie ihr jetzt gesehen habt, der Motor läuft, haben wir schon getippt, dass es funktionieren wird. Ist aber nicht nur ein Motor, denn Kelbel hat damals schon den Bimotor verbaut. Denn dieser Kran auch vorhin hat noch mal einen separaten Motor. Da wollen wir jetzt gucken, ob wir den nicht auch noch wenigstens zum Husten kriegen. Alter, das gibt es doch nicht. Erster Versuch! Das gibt's doch nicht. Die Kiste steht so lange hier rum. Das ist halt noch Mercedes Qualitätsmotor. Ohne Vorglühen, ohne alles. Der läuft! Funktioniert. Aber geht auch hoch. Gibt's doch nicht! Es geht alles noch! Also, liebe Leute, ihr habt gesehen, angesprungen nach etwas Arbeit, neue Pumpe, Batterien gemacht, aber dann wollte der Bock doch. Mit dabei ist natürlich auch der Kranaufbau, also das komplette Fahrzeug. Wer Interesse hat, kann sich gerne mal bei mir melden. Der ist wie gesagt zu verkaufen und natürlich, wer sich auch gerne bei mir melden kann, sind Leute, die sich damit auskennen, weil wir wirklich keine Ahnung haben. Wir wissen nicht mal, wie viel Hubraum das Ding hat. Absolut kein Plan und ja, also der Zustand ist halt viel Arbeit, aber immerhin Motor läuft, Motor ist auch so weit dicht. Natürlich sind auch nicht mehr viele Flüssigkeiten drin, weil der Kühler zum Beispiel ist alles kaputt und sowas, aber ja, man bekommt ein Fahrzeug, eine gute Basis, würde ich mal sagen, weil sowas, wo findet man heutzutage noch sowas, also so ein Fahrzeug. Keine Ahnung, ob es überhaupt noch welche gibt hier. Der Kranaufbau funktioniert, habt ihr ja gesehen, ist natürlich etwas, sage ich mal, die BG sieht sowas natürlich nicht mehr gerne, aber er funktioniert, er geht hoch runter, er dreht sich noch, man kann den sogar noch raus und reinfahren, also die Technik, könnte man sagen, funktioniert gut, das Drumherum ist halt nicht mehr in so gutem Zustand, wie gesagt, preislich müsst ihr dann mit dem Besitzer ausmachen, das kann ich euch jetzt nicht sagen. Meldet euch einfach, ich würde mich wirklich freuen, wenn sich jemand findet oder einen Verein findet oder sowas, die das Schätzchen wieder richten und vielleicht kann ich ja in 10 Jahren oder so, wenn er fertig ist, dann mal auf der Straße damit fahren, weil ich finde es jetzt echt richtig schade, jetzt wo ich den habe laufen hören, dass wir nicht fahren können. Stellt euch das mal vor, der wäre in Top-Zustand, so verkehrssicher und wir können jetzt mit dem Ding einfach auf die Straße fahren. Also das wäre wirklich absolut der Oberkracher. Gut, ihr wisst ja, ein Däumchen, ein Träumchen. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. War ein kleines Special. Auch danke an den Markus für seinen unermüdlichen Einsatz, der den Wagen hier wieder fit gemacht hat. Ich hätte es nicht hinbekommen. Infos gerne per Mail in die Kommentare diskutiert. Wir freuen uns über jeden Input. Und bei Kaufinteresse, Restaurationsinteresse würde ich mich natürlich auch mega freuen, wenn den wirklich jemand wieder rettet. Und ja, meldet euch, E-Mail-Adresse ist in der Beschreibung. Macht's gut, haut rein. Bis dann. Tschüss. Ade. So schnell würde ich mich jetzt noch nicht verabschieden. Wie wäre es dann mit dem Dank an der Eigentümer und dass wir überhaupt das machen durften? Achso, ja, natürlich. Ja. Vielen Dank auch an den Besitzer vom Fahrzeug, dass wir da überhaupt dran rumhantieren durften. Just for fun sozusagen. Weil, ja, Sinn hat es eigentlich keinen gemacht, aber war halt geil. Und danke dafür. Und ja, alles andere habe ich schon gesagt. Bis dann. Macht's gut. Tschüss, Ade.